Das Universal Orlando Resort ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in den USA. Mit 2 Themenparks, einem Wasserpark, 8 Resorthotels und dem Universal City Walk mit einer Vielzahl von Essens- und Unterhaltungsmöglichkeiten ist hier in Orlando im sonnigen Florida für jeden etwas dabei. Mehr als 20 Millionen Besucher aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr in die Universal Studios in Orlando, um eine gute Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen. In den beiden Theme Parks Universal Studios Florida und den Islands of Adventures gibt es viele unvergleichliche Fahrgeschäfte, atemberaubende Achterbahnen, aufregende 4D-Attraktionen und faszinierende Shows und Erlebnisse. Übrigens, ich bin Alex und die Universal Studios in Orlando sind seit vielen Jahren mein Happy Place. Ich liebe diese beiden Theme Parks und habe hier schon sehr viel Zeit verbracht. Zum Glück ist meine Frau Jasmina fast genauso von Universal Orlando begeistert und so sind wir seit einigen Jahren Jahreskarteninhaber und fliegen öfters mal nach Florida, um hier jede Menge Spaß zu haben. In diesem Video bekommst du 10 Tipps, die du unbedingt kennen solltest, bevor du die Universal Studios Florida und Universals Islands of Adventure in Orlando besuchst. Dazu gebe ich dir viele Hinweise, um das Beste aus deinem Aufenthalt hier zu machen. It's gonna be great! Come on, smile, Gru! I hate smiling. Bevor du den Park besuchst, empfehle ich dir auf jeden Fall die App der Universal Studios Orlando auf deinem Handy zu installieren. Denn damit kannst du dir immer die aktuellen Wartezeiten von allen Fahrgeschäften anzeigen lassen, sehen, wann die Shows sind und dir damit sogar dein Essen bei den vielen Restaurants und Essenständen vorab bestellen. Damit musst du einfach viel weniger Zeit mit Warten im Park verbringen. Außerdem kannst du mit der Karte in der Map sehr gut durch den Park finden, denn alle Rides, Restaurants, Shows und Shops sind hier in der Map zu finden. Ich benutze die App am liebsten, um zu sehen, welche Fahrgeschäfte gerade wenig Wartezeit haben, damit wir nie zu viel Zeit in einer Warteschlange verbringen. Und um uns Reservierungen für das Essen zu machen, damit wir dann nicht unsere Zeit in einer Warteschlange verschwenden. Einige der Events, die in deinem Ticket enthalten sind, sind die Christmas- und Mardi Gras Events in den Universal Studios Orlando. Diese Veranstaltungen bieten eine festliche Atmosphäre und ein ganz besonderes Unterhaltungsprogramm. Ganz zu schweigen von dem tollen Essen und den Straßenkünstlern, die überall im Park dann zu finden sind. Diese Veranstaltungen sind jedes Jahr die Highlights im Park, während du die Universal Studios in Orlando besuchst. Die genauen Termine findest du auf der Webseite von Universal. Wenn du deinen Tag in den Universal Studios Orlando etwas früher beginnen möchtest, solltest du den Vorteil der Early Park Admission nutzen. Damit kannst du meistens einen der beiden Parks eine Stunde vor der offiziellen Öffnung betreten und einige der beliebtesten Rides fahren, fast ohne anstehen zu müssen. Um die Early Park Admission nutzen zu können, musst du eine Jahreskarte kaufen oder in einem Universal Hotel übernachten. Jahreskarten kannst du online oder direkt im Park kaufen. Zu den vielen Vorteilen einer Jahreskarte komme ich noch in den nächsten Tipps und du findest auch viele Hinweise dazu auf meinem Blog. Der Link ist in der Videobeschreibung. Denn du wirst erstaunt sein, dass es für manche Besucher auch preislich einfach die bessere Alternative ist. Aber auch in den relativ günstigen Value Hotels des Universal Orlando Resort bekommt jeder Gast den Vorteil der Early Park Admission. In den teureren Hotels natürlich sowieso. Aber es gibt etwas, das du wissen musst. Nicht der ganze Park ist für Early Park Admission geöffnet, sondern nur die Harry Potter Bereiche und manchmal Attraktionen wie der neue Velocicoaster oder die Minions. Und beachte, dass der frühe Parkeinlass in der Regel nicht in beiden Parks zur gleichen Zeit möglich ist. Schaue also in der App oder auf der Universal Webseite nach, welcher Park an einem bestimmten Tag geöffnet ist. Sehr viele Fahrgeschäfte und Attraktionen in den beiden genau nebeneinander liegenden Parks haben eine Single-Rider-Warteschlange. Damit wird die angezeigte Wartezeit in der Regel mindestens halbiert. In der Single-Rider-Warteschlange werden Besucher auf die vereinzelt leeren Plätze in den Fahrgeschäften zugeteilt. Nutze diese Single-Rider-Line in den Universal Studios Orlando Parks, um Zeit zu sparen. So kannst du längere Warteschlangen umgehen und schneller zu den Fahrgeschäften gelangen.
Sei dir nur bewusst, dass du nicht mit deiner Gruppe oder Familie, sondern mit Leuten, die du nicht kennst, fährst. Wenn Geld keine Rolle spielt, was ja vorkommen soll, solltest du einen Expresspass kaufen. Damit kannst du die Express-Warteschlange benutzen, die, wie der Name schon sagt, am schnellsten ist. Und du kannst natürlich mit deiner Familie oder Freunden zusammen die Fahrgeschäfte erleben. Um lange Wartezeiten an sehr vollen Tagen zu vermeiden, kannst du den Expresspass zusätzlich zu deinem regulären Parkticket kaufen. Damit hast du Zugang zu den Express-Warteschlangen für die meisten Fahrgeschäfte, sodass du nie lange warten musst. Mit einem Expresspass verkürzt sich deine Wartezeit erfahrungsgemäß extrem. Aus 60 Minuten werden ungefähr 15 bis 20 Minuten Wartezeit. An stark frequentierten Tagen oder während der Stoßzeiten kann das deine Rettung sein. Ich empfehle aber, den Expresspass nicht im Voraus zu kaufen. Die Wartezeiten für die Fahrgeschäfte können zu verschiedenen Zeiten des Jahres sehr unterschiedlich sein und du wirst vielleicht feststellen, dass du den Expresspass am Tage deines Besuchs nicht brauchst. Auch im Park selber gibt es überall Stellen, wo du den Expresspass nachträglich noch dazu kaufen kannst. Wenn du die Universal Studios in Orlando besuchen willst, um mit der neuen Achterbahn Velocicoaster oder Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure zu fahren, solltest du wissen, dass es für beide Fahrgeschäfte keine Express-Warteschlange gibt. Hier musst du durch die normale Warteschlange gehen, um sie zu erleben. Aber beim Velocicoaster gibt es jetzt schon eine Single-Rider-Line. Aber beide Fahrgeschäfte sind das Warten auf jeden Fall wert. Die interaktiven Zauberstäbe in der Wizarding World of Harry Potter, Diagon Alley und Hogsmeade machen nicht nur den Kindern eine Menge Spaß. So kann an vielen One-Spots in der Wizarding World in beiden Parks gezaubert werden. Du bekommst eine Karte mit den Zaubersprüchen und eingezeichneten One-Spots mit jedem gekauften Zauberstab im Park. Die magischen Orte sind mit einem Medaillon auf dem Boden gekennzeichnet, auf dem auch die Bewegung des Zauberstabs, um den Zauber zu wirken, abgebildet ist. Wenn du einen Ort gefunden hast, halte deinen Zauberstab hoch, wische und wedle und sage den Zauberspruch auf. Du weißt, dass du es geschafft hast, wenn der Zauber wirkt. Denn dann passiert etwas wahrhaft Magisches. All you have to do is ask. Have your keys. Du bist auf der Suche nach einem wirklich einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis bei deinem nächsten Besuch in den Universal Studios Orlando? Dann besuche doch eines der vielen Meet-and-Greet-Angebote. Von ikonischen Figuren wie Marilyn Monroe bis hin zu aktuellen Lieblingen wie Spider-Man gibt es sicher ein Meet-and-Greet, das perfekt für dich und deine Familie ist. Mein Favorit ist das Transformers Meet-and-Greet und es ist ein Muss für alle Fans der beliebten Filmreihe. Treffe deine Lieblings-Autobots und Decepticons, darunter Optimus Prime, Bumblebee und Megatron. Und mache natürlich ein Foto davon. Aber pass auf, Megatron ist oft sehr schlecht gelaunt. Come here, you little cretin. Thank you, human. Hi, honey, just checking in. Hope you're having fun on your girls' trip. Wenn du sowohl die Universal Studios als auch Islands of Adventure besuchen willst, brauchst du ein Park-to-Park-Ticket. Damit kannst du alles erleben, was beide Parks zu bieten haben, auch die Harry Potter Themenbereiche. Wenn du nur ein Ticket für einen der beiden Universal Orlando Parks hast, kannst du den Hogwarts Express nicht am Bahnsteig 9 3/4 besteigen. Das liegt daran, dass der Zug nur für Gäste mit Park-to-Park-Ticket zugänglich ist. Denn er fährt zwischen den beiden Parks von Diagon Alley in den Universal Studios Florida nach Hogsmeade in den Islands of Adventures. Und das ist wirklich ein unvergesslich magisches Erlebnis. Ein kleiner Tipp noch von uns, fahr unbedingt einmal hin und zurück oder auf jeden Fall in beide Richtungen, denn dann unterscheidet sich die Experience.
Wenn du lange Wartezeiten an den Schließfächern vermeiden willst, solltest du eine Bauchtasche mit 3 Zacken verwenden. Denn nur diese sind auf den meisten Fahrgeschäften erlaubt. Damit kannst du deine Sachen sicher aufbewahren, während du die meisten Fahrgeschäfte und Attraktionen in den Universal Studios Orlando genießt. Da du keine Taschen oder Rucksäcke auf die Rides mitnehmen darfst, musst du die Schließfächer benutzen, aber auf den meisten Fahrgeschäften ist eine Bauchtasche mit 3 Zacken erlaubt. Solche Taschen bieten genug Platz für deine Kreditkarten, Tickets, Autoschlüssel und Geld. Wir benutzen sie ständig. Wenn du lange Wartezeiten an den Getränkeständen vermeiden willst, solltest du einen nachfüllbaren Becher kaufen. Diesen kannst du an einer der vielen Nachfüllstationen auffüllen, wann immer du ihn brauchst, anstatt jedes Mal in der Schlange warten zu müssen. Außerdem kannst du auf diese Weise noch etwas Geld sparen. Und noch ein Bonustipp zum Schluss: Verpasse nicht in der App oder auf den Anzeigetafeln zu checken, wann die Paraden und Shows stattfinden. Denn gerade bei Mardi Gras und zur Weihnachtszeit findet jeden Abend eine traumhaft schöne Parade statt. Die Parade ist immer in den Universal Studios Florida. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann werdet ihr aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das verspreche ich euch. Neben den unglaublich guten Fahrgeschäften gibt es hier auch noch ein paar tolle Shows, die ihr nicht verpassen solltet. Die Showzeiten findet ihr in der Universal App oder auf der Webseite von Universal. Einen kompletten Guide zu den Universal Studios und noch viel mehr Tipps, um das Beste aus eurem Aufenthalt zu machen, findet ihr auf meinem Blog. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hilft das Video, eine ganz tolle Zeit in den Universal Studios Orlando zu verbringen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinem Kanal folgt. Auf meinem Kanal findet ihr viele weitere Videos zu unseren Roadtrips durch die USA und durch Europa. Wir sehen uns und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex.